Heute gibt es eine Pizza mit Kartoffelteig und genau das macht den Unterschied. Der Boden wird dadurch extrem knusprig und der Teig bleibt trotzdem schön locker. Und jetzt geht es los. Ich nehme eine Kartoffel, etwa 180 bis 200 Gramm, dann koche ich sie mit einem Teelöffel Salz 20 bis 25 Minuten weich. Während die Kartoffeln kochen, mache ich den Vorteig in einer Schüssel, 250 Gramm kaltes Wasser, ein Teelöffel Trockenhefe, ein Teelöffel Salz, eine Prise Zucker, dann etwas Mehl und einen Schuss Olivenöl vermischen. Das Ganze lasse ich jetzt abgedeckt stehen. Die Kartoffeln gieße ich ab und stampfe sie trocken. Dann lasse ich sie etwa 10 Minuten stehen. Sie sollen noch warm sein, aber nicht mehr heiß. Jetzt kommen die warmen Kartoffeln in den Vorteig, das Ganze kurz vermischen und anschließend halben Teelöffel Pizzakräuter reinmischen. Dann arbeite ich das Mehl nach und nach ein, zuerst mit dem Löffel, dann mit der Hand. Ich knete einen weichen und glatten Teig. Ganz wichtig, die Mehlmenge kann variieren je nach Kartoffel. Der Teig soll weich sein, aber nicht kleben. Im Sommer lasse ich den Teig 2 bis 3 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen und im Winter 4 bis 5 Stunden. In der Zwischenzeit bereite ich den Belag vor. Zuerst rühre ich die Tomatensauce an. Ein Esslöffel Tomatenmark mit ca. 150 Milliliter passierte Tomaten vermischen. Einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pizzakräuter reinmischen. Dann reibe ich den Parmesan. Dann schneide ich die Zwiebel in Streifen. Danach schneide ich die Cherrytomaten klein und gebe sie zu den Zwiebeln. Und zum Schluss schneide ich den Bacon in Streifen. Jetzt ist alles vorbereitet. Der Ofen wird auf maximale Temperatur vorgeheizt. Bei mir sind es 300 Grad Ober-Unterhitze. Den Teig drücke ich jetzt von der Mitte nach außen und forme die Pizza. Dann kommt sie auf Backpapier. Jetzt wird belegt die Tomatensauce, etwas Parmesan, Zwiebeln und Tomaten, Bacon und zum Schluss nochmal Parmesan. Die Pizza kommt direkt auf den Ofenboden für ca. 4 bis 5 Minuten, bis der Boden schön knusprig ist. Aber immer im Auge behalten. Danach nochmal 4 bis 5 Minuten unter dem Grill und fertig. Zum Schluss noch etwas frische Kräuter draufstreuen. Eine sehr schmackhafte und knusprige Pizza. Viel Spaß beim Zubereiten und
Guten Appetit!